Warum die Telefonnummer, die du der Bank im Ausland gibst, entscheidend dafür ist, wenn du den internationalen Informationsaustausch legal vermeiden möchtest. Das genau wollen wir einmal in diesem Video behandeln. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern und Plan B beschäftigst und wenn du nach einem Wohnsitzland suchst, das nicht am automatischen Informationsaustausch teilnimmt, dann darf ich dir hier die Philippinen empfehlen. Wir haben schon vielen Auswanderern geholfen, in den Philippinen einen Wohnsitz zu etablieren und mit diesem Wohnsitz dann Konten zum Beispiel in Singapur zu eröffnen, die dann komplett vom automatischen Informationsaustausch ausgenommen sind. Wenn dich das interessiert, dann schau dir jetzt alle weiteren Details auf unserer Webseite an. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema, ein Thema, was wir ja hier auf diesem Kanal schon oft behandelt haben, der automatische Informationsaustausch nach OECD CRS. Viele Mandanten sind bezüglich dieses Informationsaustausches sehr beunruhigt. Es geht freilich nicht darum, dass sie ihr Steuer hinterziehen wollen, sondern man will hinsichtlich seines Vermögens eine weitgehende Privatsphäre haben. Denn wir wissen alle, sobald der Staat weiß, was man hat, werden Begehrlichkeiten seitens des Staates wach. Und das ist doch etwas, was die Politiker offen zugeben, wenn wir uns Diskussionen rund um das Thema Vermögensteuer auch auf internationaler Ebene anschauen, die in den letzten Jahren international geführt wurden, dann wird immer ganz klar hingewiesen darauf, dass man jetzt ja Transparenzregister hat und eben den automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS, dass man jetzt also weiß, was ja die Reichen, die Wohlhabenden so besitzen und dass man diese Informationen ja dafür verwenden kann, eine solche Vermögenssteuer zu erheben. Und zwar übrigens wird hier ganz offen von einer Vermögenssteuer gesprochen, die auch dann zu zahlen wäre, wenn du dein Vermögen in einer Stiftung oder in einem Trust hast. Dieses Vermögen würde dir einfach zugerechnet werden und du müsstest dann trotzdem Vermögensteuer drauf bezahlen. Also das sind nur Überlegungen, das sind Diskussionen, aber immerhin, das wird diskutiert und wenn wir uns jetzt hier einer großen Finanz- und Energiekrise gegenübersehen, dann kannst du damit rechnen, dass sowas schneller eingeführt wird, als dir lieb ist. Also grundsätzlich wurden diese Maßnahmen ja immer eingeführt, um den Terrorismus zu bekämpfen, um die Geldwäsche zu bekämpfen, aber wir haben ja schon immer gewusst, dass das eine komplette Lüge ist. Politiker, sie sind die größten und die professionellsten Lügner, die es gibt. Diese Maßnahmen wurden nur eingeführt, um dich als Bürger auszunehmen, um dich um dein sauer erspartes, erarbeitetes Vermögen zu bringen. Da haben natürlich viele Bürger den Wunsch zu sagen, okay, ich zahle natürlich gerne meine Steuern, wenn ich jetzt irgendwelche Zinserträge auf einem Konto habe, versteuere ich das gerne, aber je weniger ich dem Staat legal wissen lassen muss, was ich eigentlich besitze, was ich habe, desto besser ist es. So, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland lebst, dann kannst du einfach in ein Land gehen, welches nicht am automatischen Informationsaustausch teilnimmt, zum Beispiel die USA, zum Beispiel Nordmazedonien. In beiden Ländern übrigens können wir dir helfen, Konten zu eröffnen. Dort gibst du natürlich ganz normal deine deutsche Adresse an, deine deutsche Telefonnummer an, aber weil das Land nicht am automatischen Informationsaustausch teilnimmt, werden auch keine Daten ausgetauscht. Serbien geht das Gleiche, aber die serbischen Banken eröffnen für Ausländer keine Konten. Dafür musst du erst deinen Wohnsitz in Serbien einrichten. Da helfen wir dir auch dabei. Deswegen habe ich jetzt Serbien als Beispiel gerade nicht genannt. So, das Problem ist jetzt hier Nordmazedonien, Serbien. Wie gut sind die Banken da wirklich? Ja, also uns ist nichts Schlechtes bekannt, aber würdest du da wirklich die ganz großen Beträge, dein ganz großes Vermögen, dein Erspartes, von dem deine ganze Altersvorsorge abhängt, würdest du das wirklich bei einem dieser Banken belassen? Ich weiß es nicht. Deswegen die interessante Alternative wäre natürlich zu sagen, dass man eine der Top-Banken verwenden kann, zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Singapur oder auch in Hongkong und trotzdem nicht vom Informationsaustausch betroffen ist. So, das geht natürlich nicht, wenn du noch in Deutschland wohnst, denn wenn du in Deutschland wohnst, dort ein Konto eröffnest, gibst du deine deutschen Details an, deine deutsche Steuernummer an und dann findet der Informationsaustausch nach Deutschland statt. Wohnst du aber nicht in Deutschland, dann hast du folgende Möglichkeit. Du kannst nun einen Wohnsitz in einem Land einrichten, was nicht am Informationsaustausch teilnimmt. So zum Beispiel die Philippinen. Wenn du jetzt als ein philippinischer Steuerzahler zur Bank nach Singapur gehst und sagst, ich wohne in den Philippinen, hier ist meine philippinische Steuernummer, das bekommst du ja alles von uns, dann findet natürlich kein Informationsaustausch mehr nach Deutschland statt, weil du dann als ein philippinischer Steuerzahler giltst und die Philippinen nehmen ja nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Viele Banken übrigens, gerade in der Schweiz, eröffnen auch Konten für Personen, die in den Philippinen leben. Das heißt, du könntest zum Beispiel Schweizer Banking benutzen. Ich habe das Ganze ja vor kurzem bei Swissquote auch hier online demonstriert. Du kannst bei Swissquote ein Konto eröffnen, wenn du in den Philippinen wohnst. Du nutzt also den hervorragenden Service und die Sicherheit, zum Beispiel der Schweizer Banken, wohnst aber in einem Land, das nicht an CRS teilnimmt und damit kannst du dich dann vom automatischen OECD CRS
befreien. Und das funktioniert auch gut. Wie gesagt, wir haben zig Mandanten mit Wohnsitz in den Philippinen, die dann eben zum Beispiel nach Singapur gegangen sind, um dort ein Konto zu eröffnen. Übrigens, alles, was ich hier erklärt habe, ist natürlich komplett legal. Das darf jeder machen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel als Deutscher ein Konto in Nordmazedonien hast, musst du das nicht beim Finanzamt angeben. Da gibt es keine Meldepflichten. Wenn du natürlich Einnahmen auf dem Konto hast, Zinsen und so weiter, musst du diese selbstverständlich dann in Deutschland angeben und auch versteuern. Wir haben jetzt ja bei den Philippinen gerade erwähnt, dass du dann sowieso nicht mehr in Deutschland wohnst. Da musst du natürlich auch entsprechend keine Meldung in Deutschland dann machen der Einkünfte, die du dort erzielst. Und in den Philippinen sind ja sowieso sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei. So, jetzt gibt es aber einen sehr kritischen Punkt, den viele nicht beachten. Und das ist die Telefonnummer. Klingt extrem trivial, hat aber extrem weitreichende Konsequenzen. Normalerweise, wenn Mandanten bei uns einen Wohnsitz in den Philippinen einrichten, dann beschaffen wir ihnen eine philippinische Telefonnummer. Auf den Philippinen gibt es keine anonymen Telefonnummern. Das heißt, sobald du die philippinische Handynummer freischalten willst, musst du im Telefongeschäft nachweisen, dass du in den Philippinen wohnansässig bist, was ja unsere Mandanten sind. Die haben Meldebestätigung, Steuernummer, Bestätigung von der Steuerbehörde, Mietvertrag, Utility Bill und so weiter und so fort. So, das wird dann im Computer vermerkt. Beschaffst du dir ansonsten eine Nummer, also sei es jetzt Prepaid oder Vertrag, und du hast kein Visum in den Philippinen, dann wird diese Nummer nach 60 Tagen abgeschaltet. Und warum das wichtig ist, das werde ich dir gleich erklären. Wie gesagt, normalerweise die Mandanten, die bekommen eine solche Telefonnummer von uns. Wir organisieren das für die. Dann gehen sie nach Singapur, geben diese Nummer an. Alles gut, passt alles. So, jetzt hatten wir aber eine Situation, dass der Mandant, der ebenfalls seinen Wohnsitz in den Philippinen hatte, Steuernummer in den Philippinen hatte und so weiter und so fort, der auch schon in Deutschland nicht mehr gewohnt hat, der hatte jetzt aus einem bestimmten Grund keine philippinische Telefonnummer oder hat sie vergessen gehabt, ging also zur Bank nach Singapur, hatte dort den Termin zur Kontoeröffnung und hat der Bank die deutsche Telefonnummer gegeben. So, könnte man ja eigentlich sagen, okay, ich meine, er ist aus Deutschland weg, er wohnt jetzt in den Philippinen, hat noch die deutsche Handynummer, weil er noch für deutsche Kunden erreichbar sein will. Könnte ja eigentlich banal sein, ist ja eigentlich eine komplett normale Situation, wenn man international so tätig ist. Da hat er aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn sobald er die deutsche Telefonnummer der Bank gezeigt hat, hat die Bank sich nicht mehr darauf eingelassen, dass er alleine in den Philippinen steuerpflichtig ist. Die haben zwar seine Daten aus den Philippinen abgefragt, sie wollten dann aber zusätzlich noch seine Daten aus Deutschland haben, inklusive seiner deutschen Steuernummer, seiner früheren deutschen Adresse und den ganzen anderen Details, die hier beim CRS abgefragt werden. Das wollte natürlich der Mandant auf jeden Fall vermeiden. Obwohl er nicht mehr in Deutschland gelebt hat, muss man ganz klar sagen, wollte er natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass da das Finanzamt in Deutschland aus Vorsicht natürlich noch irgendwas über ihn erfährt, was er da auf seinen Konten in Singapur macht und so weiter. Das war ja auch der Sinn der ganzen Aktion. Ansonsten würde ja dieser Wohnsitz in den Philippinen auch keinen Sinn machen. Also, was hat er gemacht? Er rief kurz einen Bekannten an in den Philippinen, hat gesagt, du, besorg mir doch mal eben so eine Prepaid-Karte da im Telefongeschäft. Und dass diese Karten nur beschränkt gültig sind, hat er nicht gewusst. Also der Freund rennt ins Telefongeschäft, besorgt eine Karte. Der Mandant bekommt die neue philippinische Nummer, geht damit dann wieder zur Bank und sagt, so, ich habe jetzt eine philippinische Nummer, bitte verwenden Sie meine deutsche Nummer nicht, bitte verwenden Sie die philippinische Nummer. Und jetzt kommt der Hammer. Die Bank kann dann den Status dieser Nummer abfragen. Da gibt es Systeme, wo das möglich ist. Zwar weiß sie nicht, wem diese Nummer gehört, was das für eine Adresse ist, aber sie bekommt Merkmale, zum Beispiel, wie alt ist die Nummer? Ist es eine Prepaid-Karte oder ist es eine Vertragskarte? Ist diese Karte nur temporär gültig? Das sind die Merkmale, die die Bank sieht. Und die hat ja der Freund besorgt. Der konnte ja nicht nachweisen, dass der Mandant, der gerade in Singapur war, in Philippinen steuerlich ansässig war. Deswegen war die SIM so eingestellt, dass sie nur 60 Tage gültig war. Das genau sieht der Bankmitarbeiter, wenn er dort die Nummer abfragt. Und damit wird dann diese Nummer nicht akzeptiert von der Bank. Und somit hat dann der Bankmitarbeiter gesagt, tut uns leid, diese Nummer können wir nicht akzeptieren. Bitte geben Sie uns die deutsche Nummer und auch Ihre ganzen deutschen Details wie besprochen. Ist das jetzt eine Sache, die man nur hier mit Singapur befürchten muss oder gilt das generell? Zunächst muss man sagen, es liegt im Ermessensspielraum der Bank festzustellen, wo du steuerpflichtig bist und wo du steuerlich ansässig bist. Wenn es Hinweise darauf gibt für die Bank, und so ist es definiert in der gesetzlichen Grundlage für den OECD-CRS, wenn du es Hinweise darauf gibt, dass deine Angaben nicht stimmen oder unvollständig sind oder die Bank auf der sicheren Seite sein will, dann muss sie das entsprechend bei der Dateneingabe berücksichtigen. Und hier wird ganz konkret die Telefonnummer als eins dieser Merkmale genannt, mit welcher dann die Steuerpflicht festgestellt werden kann. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass du immer eine Telefonnummer hast für das Wohnsitzland, welches du der Bank präsentierst. Also wenn du zur Bank gehst und sagst, ich wohne in Deutschland, hier ist meine deutsche Steuernummer,
natürlich präsentiere dann eine deutsche Handynummer. Wenn du aber sagst, ich wohne in Philippinen, hier ist mein philippinischer Mietvertrag, Steuernummer, Adressnachweis und so weiter und so fort, dann unbedingt eine philippinische Telefonnummer haben. Ansonsten den Banktermin ehrlich gesagt lieber absagen. Wenn du in den USA ein Konto eröffnest, unbedingt eine amerikanische Handynummer haben. Und das Gleiche geht dann übertragen auch für andere Länder. Also Adresse, Steuernummer und Telefonnummer müssen unbedingt aus dem gleichen Land sein, wenn du ein Konto eröffnest. Ansonsten kannst du davon ausgehen, dass der Informationsaustausch in ein Land stattfindet, das du möglicherweise nicht möchtest, denn du willst ja deine Privatsphäre schützen. Also in diesem Sinne, wenn auch du dich für das Thema Auswandern, Plan B oder Kontoeröffnungen im Ausland interessierst oder vielleicht für das Thema Philippinen, dann würde ich mich auf deine Kontaktaufnahme freuen. Details zu den Leistungen auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Natürlich können wir auch gerne ein Beratungsgespräch führen. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren dabei, steueroptimiert auszuwandern, ihr Vermögen zu schützen, ihr Vermögen international zu diversifizieren, zweite Staatsbürgerschaften zu besorgen und einen Plan B zu etablieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.